Diese Woche geht es um einen Angriff auf das Netzwerk von Bayer und wieder einmal um Facebook. Und am Schluss gibt es noch ein paar Tipps zum Umgang mit Facebook. Wer regelmäßig Bescheid bekommen möchte, wenn wir wieder ein neues Video posten, dann einfach unten unter dem Video den Gedata-Kanal abonnieren, das kleine Glockensymbol daneben anklicken und dann kommen die Benachrichtigungen auch auf jeden Fall an. Hallo, hier ist der Tim von Gedata. Diese Woche wurde bekannt, dass das interne Netzwerk des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer mit Sitz in Leverkusen zum Ziel eines Angriffs geworden ist. Eine Gruppierung namens Vinti hat Berichten zufolge mehr als ein Jahr lang Zugriff auf Teile des internen Netzwerkes von Bayer gehabt. Ein Ermittlungsverfahren im Fall von Bayer läuft bereits. Wie so häufig in diesen Fällen, wo es um APT-Gruppen geht, ist eine definitive Aussage über den Ursprung schwierig. Zu diesem Thema gibt es auch im Gedata-Blog den ein oder anderen Artikel. Die Links stehen unten in der Beschreibung. Laut eines Sprechers von Bayer gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Zugriff genommen wurde auf irgendwelche kritischen unternehmenswichtigen Daten. Im Moment vergeht keine Woche ohne wenigstens einen Bericht über irgendeine Datenpanne mit Facebook-Daten. Dieses Mal gab es gleich zwei Fälle, in denen Daten von Facebook-Nutzern offen zugänglich im Netz gespeichert waren. Im einen Fall sind 22.000 Datensätze betroffen, im anderen Fall über 500 Millionen. Der kleinere Datensatz hat in diesem Fall die größere Bedeutung, denn in diesem Datensatz waren auch unverschlüsselte Passwörter von Benutzern mitgespeichert. Gefunden wurden die Datensätze in diesem Fall von Spezialisten von UpGuard. Zwar wurden die betroffenen AWS-Instanzen nicht von Facebook selbst genutzt, aber genau da liegt in diesem Fall das Problem. App-Anbieter, die nur das Facebook-Framework benutzt haben, haben dort diese Daten gespeichert. Es ist also davon auszugehen, dass Facebook absolut keine Kontrolle darüber hat, was mit den Daten passiert, die das Unternehmen weitergibt. Fälle wie dieser zeigen einmal mehr ganz deutlich, dass es fast unmöglich ist, einmal weitergegebene Daten selbst wieder unter Kontrolle zu bringen. Wahrscheinlich wird Facebook sich auch in diesem Fall die eine oder andere unangenehme Frage gefallen lassen müssen. Wer in sozialen Netzwerken unterwegs ist, sollte sich zwei Dinge klar machen. Erstens, es ist niemand verpflichtet, irgendwelche Posts auf Facebook zu veröffentlichen. Diese Entscheidung liegt bei einem selbst. Zweitens, sobald ein Bild, ein Status, ein Gefällt mir oder ein Check-in irgendwo gepostet wurden, ist es relativ schwierig herauszufinden, wer diese Posts überhaupt sehen kann. Und wer einen im Nachhinein vielleicht doch eher peinlichen Post oder ein peinliches Bild zu löschen versucht, der kann sich nie sicher sein, ob nicht jemand schon einen Screenshot davon gemacht hat oder sich das entsprechende Bild heruntergeladen hat. Und, wie auch schon mal berichtet, eine mehrstufige Anmeldung ist Pflicht. So wird selbst ein gestohlenes Passwort nicht zum Problem. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.